Ein Mann, der 13 Jahre seines Lebens der Verschönerung von Löwen gewidmet hatte, wurde vor den Augen von Hunderten von Zuschauern in der Arena von einem seiner Schützlinge zerfleischt. Legendäre Illusionisten, deren Name in Las Vegas berühmt war, sahen, wie ihre Magie in Blut endete, als ein 400 Pfund schwerer weißer Tiger sich in den Hals seines Besitzers verbiss. Wenn die Grenze zwischen Mensch und Raubtier in einer Sekunde verschwindet und der begeisterte Applaus durch entsetzliche Schreie des Schreckens ersetzt wird. Die Illusion der Kontrolle über die wilde Natur ist unglaublich, zerbrechlich. Wir besuchen Zoos und Zirkusse in der Erwartung, ein Wunder zu sehen, Ehrfurcht vor der Macht der Natur zu empfinden, während wir uns, wie wir glauben, in völliger Sicherheit hinter Barrieren und Gittern befinden. Aber was passiert, wenn diese Barrieren zusammenbrechen, wenn der Instinkt die Oberhand über das Training gewinnt und der Mensch vom Beobachter zur Beute wird? Diese Geschichten sind keine Erfindungen von Drehbuchautoren von Horrorfilmen. Es sind reale Tragödien, die sich dort ereignet haben, wo der Glanz der Scheinwerfer und das Gebrüll der Menge Sicherheit garantieren sollten. Ich werde Sie in die schockierendsten Fälle eintauchen lassen, in denen Tiere Menschen direkt während der Vorstellungen oder in den Gehegen der Zoos angegriffen haben. Wir werden sehen, wie erfahrene Tiertrainer, die jahrelang Vertrauen zu ihren gefährlichen Schützlingen aufgebaut haben, zu deren Opfern wurden. Wir werden von Momenten erfahren, in denen gewöhnliche Besucher auf der Suche nach Nervenkitzel oder dem perfekten Foto eine unsichtbare Grenze überschritten und dafür einen hohen Preis zahlten. Dies ist eine Erzählung darüber, wie ein faszinierendes Spektakel zum Albtraum werden kann, eine Erinnerung daran, dass die Wildnis, selbst in Gefangenschaft, immer nach ihren eigenen Gesetzen lebt und es tödlich gefährlich ist, diese zu missachten. Machen Sie sich bereit, die Geschichten, die Sie hören werden, lassen das Blut in Ihren Adern gefrieren und werden für immer Ihre Sicht auf die Welt der wilden Tiere hinter Gittern verändern. Sein Name war in Alexandria ein Synonym für Mut und Geschicklichkeit. Islam Shahin, ein 35-jähriger Löwenbändiger, trat 13 Jahre in Folge in der Arena des beliebten Parks Lion Village auf und faszinierte das Publikum mit seiner Furchtlosigkeit. Er kommunizierte mit den furchterregendsten Raubtieren des Planeten, bewaffnet nur mit einem Holzstab und unerschütterlichem Selbstvertrauen. Sein Weg zum Ruhm begann nicht unter den hellen Lichtern der Arena. Er wuchs in Ägypten auf und arbeitete zunächst hinter den Kulissen, wo er sich um genau die Tiere kümmerte, mit denen er später die Bühne teilte. Sein natürliches Talent, mit Großkatzen zu kommunizieren, hob ihn hervor. Es brachte ihm das Vertrauen der Kollegen und die Bewunderung der Besucher ein. Die Auftritte von Islam wurden zum Herzstück von Lion Village. Die Zuschauer hielten den Atem an, als sie beobachteten, wie er die Löwen durch gefährliche Tricks führte, und das Brüllen mischte sich mit dem Applaus der Menge. Er verwandelte urtümliche Kraft in eine fesselnde Darbietung. Doch hinter dem Glanz verbarg sich auch eine dunkle Seite. Lion Village, in der Nähe von Kairo gelegen, war nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch Gegenstand von Kritik. Im Park wurden nicht nur Löwen gehalten, sondern auch Tiger, Kamele und andere exotische Tiere, viele in engen Gehegen. Tierschützer wiesen auf Anzeichen von Unterernährung und Vernachlässigung hin und bezeichneten die Haltungsbedingungen als unmenschlich. Doch der Reiz der Show überwog die Bedenken. Am 27. November 2016 summte die Luft des Parks vor Erwartung. Familien, Studenten und Adrenalin-Junkies versammelten sich für die Abendvorstellung. An diesem Abend traten 3 Löwen auf, darunter ein kürzlich hinzugekommener massiver Männchen mit einer dichten dunklen Mähne, der aus Südafrika gebracht wurde. Dieser neue Löwe war beeindruckend, sein muskulöser Körper strahlte wilde Kraft aus, aber hinter seinen goldenen Augen lauerte Unberechenbarkeit. Zuvor hatte er bereits einen anderen Dompteur angegriffen, obwohl der Vorfall vertuscht wurde und als Zufall abgetan wurde. Die Parkleitung glaubte, dass die Zeit das Tier zähmen würde. Niemand ahnte, dass genau an diesem Abend die Illusion mit einem ohrenbetäubenden Knall zerbrechen würde. Die Arena lebte ihr eigenes Leben, erfüllt vom Jubel der Menge, die das leise Spannungsgefühl, das im Ring wuchs, völlig ignorierte. Islam Shahin, ein Profi durch und durch, setzte seine Darbietung fort und gab einem der Löwen das Kommando, die Leiter hinaufzusteigen. Aber in einem Augenblick, in einem Bruchteil einer Sekunde änderte sich alles. Der neue Löwe, genau der mit der dunklen Mähne und dem durchdringenden Blick, machte seinen Zug. Ohne die geringste Vorwarnung stürzte er vorwärts, ein verschwommener Fleck reiner muskulöser Wut. Das Tier überwand die Distanz, die sie trennte. Sofort. Eine Sekunde zuvor beherrschte Islam die Arena und im nächsten Moment lag er bereits am Boden, von der erdrückenden Schwere des Löwen niedergedrückt. Diese Nacht war erfüllt von Schreien des Entsetzens. Eltern drückten instinktiv ihre Kinder an sich, einige rannten davon, andere erstarrten an Ort und Stelle, ihr Verstand weigerte sich, den sich vor ihnen entfaltenden Albtraum zu verarbeiten. Einige überwanden den Schock, zückten hastig ihre Telefone und versuchten, das Grauen mit zitternden Händen festzuhalten. Andere Dompteure stürzten sich sofort in den Kampf. Ihre Holzstöcke prasselten mit dumpfen Schlägen auf den Körper des Löwen in einem verzweifelten Versuch, ihn dazu zu bringen, seinen Griff zu lockern. Aber das Tier verfiel in eine urtümliche Wut.
Seine Krallen zerrissen Stoff und Fleisch, die mächtigen Kiefer schlossen sich um den Hals und brachen ihn. Blut breitete sich über den Betonboden der Arena aus und tränkte ihn in Scharlachrot. Die Luft, die noch vor kurzem von Musik und Lachen erfüllt war, hallte nun von herzzerreißenden Schreien der Panik wider. Der Löwe wich nicht zurück. Die Dompteure kämpften ohne Pause, schlugen, schrien, setzten alles ein, um das Tier zum Rückzug zu zwingen. Schließlich, nach einer Zeit, die wie eine Ewigkeit erschien, lockerte der Löwe seinen Griff, schüttelte ein letztes Mal den Kopf, ließ die Beute los und zog sich an den Rand des Rings zurück, während Blut von seinen Kiefern tropfte. Islam lag regungslos. Das Spektakel, das einst Massen in den Park zog, verwandelte sich in einen Albtraum, den keiner der Anwesenden jemals vergessen wird. Die Dompteure eilten zu Islam, ihre Hände drückten verzweifelt auf seine Wunden, um das unaufhaltsam fließende Blut zu stoppen. Jede Sekunde zählte. Ein Anruf ertönte, der Krankenwagen war bereits auf dem Weg. Sein Körper wurde schnell aufgehoben und aus dem Ring getragen, wobei er eine purpurne Spur hinterließ. Die Zuschauer, noch immer in tiefem Schock, sahen zu, wie sich die Tore der Arena hinter ihm schlossen. Nach ein paar Minuten kam Islam im Andalusien-Salam-Krankenhaus an. Dort kämpften die Ärzte verzweifelt um sein Leben. Seine Verletzungen waren erschreckend. Schädelbruch, tiefe Risswunden im Gesicht und am Hals, multiple Knochenbrüche und schwere innere Blutungen. Medizinische Geräte piepsten, Krankenschwestern eilten durch die Korridore und der Operationssaal verwandelte sich in ein Schlachtfeld zwischen Leben und Tod. 2 Tage lang verfolgte die Welt mit angehaltenem Atem die Nachrichten. Aber trotz aller titanischen Anstrengungen des medizinischen Teams war der Schaden zu groß. 29. November 2016 machte Islam Shahin seinen letzten Atemzug. Diese Nachricht erschütterte die Gesellschaft bis ins Mark. Mehr als 10 Jahre lang spielte er buchstäblich mit dem Tod und balancierte filigran zwischen menschlichem und urzeitlichem. Aber letztendlich nahm die wilde Natur ihm das Leben. Der Park Lion Village wurde sofort geschlossen und die Behörden begannen eine Untersuchung. Einige wiesen auf die erhöhte Aggression hin, des Löwen, aufgrund der Paarungszeit. Andere behaupteten, dass die Haltungsbedingungen im Park, enge Käfige und ständiger Stress das Tier zum Überkochen brachten. Was auch immer der Grund war, eines war klar. Der tragische Tod von Islam entfachte erneut die lange schwelende Debatte über den Preis der Nutzung von Wildtieren zur Unterhaltung der Öffentlichkeit. Dieser Tod war eine düstere Erinnerung an die Risiken, die der Versuch birgt, die Natur dem Willen des Menschen zu unterwerfen. Die Stadt der Sünde hat viele blendende Spektakel gesehen, aber nichts konnte sich mit der Partnerschaft von Siegfried Fischbacher und Roy Horn vergleichen. Jahrelang stellten ihre Auftritte die höchste Kunst der Illusion dar, bei der fesselnde Magie mit der ursprünglichen Kraft exotischer Tiere verflochten war. Dieses Duo verwandelte sich in eine lebende Legende. Ihre Namen leuchteten in Neon neben den größten Weltstars. Sie bauten ihr Imperium auf Vertrauen auf. Vertrauen zueinander, Vertrauen in ihr Handwerk und was am kritischsten ist, Vertrauen in ihre Tiere. Das Juwel ihrer Show war ein erstaunlicher weißer Tiger namens Manticore, ein 400-Pfund-Raubtier der höchsten Ordnung, in Gefangenschaft aufgezogen und darauf trainiert, Teil der sorgfältig inszenierten Illusionen des Duos zu sein. Mehr als 10 Jahre lang war Manticore für Roy nicht nur ein Bühnenpartner, er war ein Familienmitglied. Die Verbindung zwischen ihnen schien unzerbrechlich, gewoben aus täglicher Fürsorge und gegenseitigem Respekt. Das Casino-Hotel Mirage war überfüllt, wie an jedem Abend, wenn Siegfried und Roy auf die Bühne traten. Das Publikum sehnte sich nach einem Wunder und sie schenkten es ihnen. Doch in einer verhängnisvollen Nacht am 3. Oktober 2003 endete die Magie tragisch. Unter dem hellen Scheinwerferlicht trat Roy ins Rampenlicht, Manticore an seiner Seite, die Zuschauer waren wie immer hypnotisiert. Jahrelang lief diese Nummer reibungslos. Roy beherrschte den majestätischen Tiger mit einer Leichtigkeit und Sicherheit, die das Unmögliche alltäglich erscheinen ließen. Aber die ganze Magie von Siegfried und Roy basierte auf einer Illusion. Der Illusion, dass der Mensch ein wildes Tier vollständig kontrolliert. Und in jener Nacht vor den Augen von Tausenden zerbrach diese Illusion in Stücke. Der Moment, der ihre Geschichte für immer veränderte, begann völlig harmlos. Ein einfaches Signal, ein gehobenes Mikrofon, die Bitte an Manticore, das Publikum zu begrüßen. Niemand konnte vorhersagen, was darauf folgen würde. Das Theater summte vor Erwartung, die Vorstellung entfaltete sich mit präziser Genauigkeit. Jede Bewegung war makellos, jede Interaktion zwischen Roy und Manticore erinnerte an einen gut einstudierten Tanz zwischen Mensch und Tier. Das Publikum, fasziniert, fing jede Geste auf, ohne die Katastrophe zu ahnen, die nur wenige Sekunden entfernt lauerte. Dann ein Blitz der Unvorhersehbarkeit. Es wird berichtet, dass es ein ungeplanter Schritt war. Roy hielt das Mikrofon nah an die Schnauze. Manticore, ein Befehl, der die Menge in Begeisterung versetzen sollte. Aber anstatt zu gehorchen, schloss der Tiger seine mächtigen Kiefer um Roys Ärmel. Ein momentanes Durcheinander, eine kleine Abweichung vom Skript, auf das Roy zweifellos unzählige Male vorbereitet war. Er reagierte schnell, indem er dem Tiger mit dem Mikrofon auf die Nase klopfte. Ein subtiler Hinweis, um das Verhalten zu korrigieren.
Montecore lockerte seinen Griff, aber ein Moment des Zögerns lag in der Luft, als wäre es eine Warnung, dass etwas nicht stimmte. Und dann, in einem Bruchteil einer Sekunde, geriet die Nummer außer Kontrolle. Montecore machte einen Ausfall. Ein kollektives Keuchen des Entsetzens ging durch das Theater, als Roy zu Boden gestoßen wurde. Der Meister der Illusionen fiel und verwandelte sich in eine verwundbare Beute. Die riesigen Pfoten des Tigers nagelten ihn auf den Boden. In der darauffolgenden, ohrenbetäubenden Stille ergriff Unsicherheit den Saal. War das Teil der Aufführung oder ist es einfach passiert? Das Unvorstellbare? Das Verständnis kam schnell. Der majestätische weiße Tiger, einst ein Symbol von Anmut und Stärke unter Kontrolle. Von Roy wandte sich gegen seinen Dompteur. Die Illusion war zerstört. Dann, mit einer erschreckenden Leichtigkeit, bohrte Montecore seine Zähne in Roys Hals und begann, ihn über die Bühne zu ziehen. Blut befleckte den makellosen Boden unter ihnen und schuf einen unheimlichen Kontrast zur glamourösen Umgebung. Nur wenige Augenblicke zuvor. Die Luft, die zuvor von Lachen und Applaus erfüllt war, hallte nun von panischen Schreien wieder. In diesem Moment wurde klar, die Magie war verschwunden und es blieb nur noch das Grobe. Eine urtümliche Kraft, die von keiner Illusion gebändigt werden konnte. In der Folge brach das Ende einer Ära und das ungelöste Rätsel der Panik aus, als die Erkenntnis des Geschehenen auf das Theater Mirage niederschlug. Was als ein weiterer faszinierender Abend der Magie begann, verwandelte sich in einen verzweifelten Kampf ums Überleben. Montecore, der prächtige weiße Tiger, der das Publikum jahrelang begeistert hatte, hörte auf, ein Künstler zu sein. Er wurde zu einem Tier, das instinktiv handelte. Hinter den Kulissen stürzten sich die ausgebildeten Assistenten in den Kampf. Es war nicht das erste Mal, dass sie mit unvorhersehbaren Momenten während der Show zu tun hatten, aber dies war anders. Es ging um Leben und Tod. Strahlen aus Feuerlöschern trafen in Richtung Montecore. Ein verzweifelter Versuch, ihn zu erschrecken und ihn dazu zu bringen, loszulassen. Die Dompteure schrien, ihre Stimmen waren angespannt, aber der Tiger blieb unbeeindruckt. Mit jeder vergehenden Sekunde wuchs die Gefahr und dann erschien Siegfried. Als er seinen Lebenspartner regungslos im Griff ihres geliebten Tigers sah, schloss er sich den fieberhaften Bemühungen an, den Angriff zu stoppen. Seine Stimme, normalerweise so autoritär und selbstsicher, zitterte vor Verzweiflung, als er Montecore anflehte, loszulassen. Aber der Tiger reagierte weder auf die vertrauten Stimmen noch auf die Befehle. Der letzte kräftige Schlag mit dem Boden des Feuerlöschers auf den Kopf von Montecore versetzte das Tier in einen Schock. Endlich ließ er Roy los. Die Assistenten stürmten vor und trugen Roys schlaffen Körper von der Bühne. Die Zuschauer, immer noch in fassungslosem Schweigen erstarrt, beobachteten, wie der charismatische Showman weggetragen wurde. Er bewegte sich nicht. Hinter den Kulissen kämpften die Sanitäter verzweifelt um sein Leben. Roys Verletzungen waren katastrophal. Eine zerquetschte Luftröhre, erheblicher Blutverlust und Wirbelsäulenverletzungen. Der Körper versagte. Jede Sekunde zählte. Er wurde dringend in das Universitätsmedizinzentrum gebracht. Die Welt hielt den Atem an und wartete auf Neuigkeiten. Sein Herz blieb mehrmals auf dem Operationstisch stehen und die Chirurgen mussten einen Teil des Schädels entfernen, um den Druck auf das geschwollene Gehirn zu verringern. Trotz allem überlebte Roy. Doch das Überleben hatte seinen Preis. Der Mann, der einst die Bühne mit Kraft und Anmut beherrschte, blieb für immer verkrüppelt. Der Angriff beraubte ihn eines Großteils seiner motorischen Fähigkeiten und beeinträchtigte seine Sprachfähigkeit erheblich. Die lebhafte, dominante Persönlichkeit, die Siegfried und Roy zu einem Begriff machte, veränderte sich für immer mit Roys Verletzungen, die seiner Karriere ein Ende setzten. Ihre ikonische Show wurde sofort abgesagt, nach 13 Jahren im Mirage und etwa 5000 Aufführungen. Die Zeit von Siegfried und Roy im Rampenlicht endete abrupt und tragisch. Aber selbst angesichts der Katastrophe blieb die Verbindung zwischen Siegfried und Roy unerschütterlich. Siegfried wich nie von Roys Seite und widmete sich der Pflege seines Partners. Montecore wurde unter die persönliche Obhut des Duos zurückgegeben. Es gab keine öffentliche Bestrafung, keine erzwungene Übergabe. Roy bestand darauf, dass Montecore nicht aus böser Absicht angriff, sondern eher in dem Versuch, ihn zu schützen. War das die Wahrheit oder eine beschönigte Version zum Schutz? Das Erbe ihrer Show blieb ein umstrittenes Thema. Trotz allem hatten Siegfried und Roy noch einen letzten Auftritt. 6 Jahre später würden sie wieder auf die Bühne treten. Zum letzten Mal. Für Alexander Crispin Suárez war die Macht über den Tiger mehr als nur eine Fähigkeit. Es war eine Kunst, ein Tanz zwischen Mensch und Tier, der das Publikum jahrelang fesselte. Er beherrschte die Arena mit Zuversicht. Seine Präsenz erhob sich über die Wesen, die er sein ganzes Leben lang trainiert hatte. Aber in einer verhängnisvollen Nacht in Echohoa, Mexiko, zerbrach die Fantasie der Kontrolle und hinterließ eine Szene des Chaos, die keiner der Zuschauer jemals vergessen wird. Es war der 2. Februar 2013. Der Zirkus der Brüder Suárez kam in die Stadt und brachte Versprechen von Wundern, Aufregung und atemberaubenden Darbietungen mit sich. Familien versammelten sich unter dem großen Zirkuszelt, die Augen ihrer Kinder leuchteten vor Erwartung auf die Show. Im Zentrum all dessen stand Alexander, ein erfahrener Tiertrainer mit einem Ruf, der auf seiner Arbeit mit bengalischen Tigern aufgebaut war.
Sein ganzes Leben war vom Zirkus geprägt, von Traditionen, die von Generation zu Generation von Künstlern weitergegeben wurden. Das Brüllen der Menge, das Staunen des Spektakels, das war alles, was er jemals kannte. Die Tiger mit ihren leuchtend orangefarbenen Fellen und durchdringenden Augen waren zugleich seine größte Leidenschaft und seine größte Herausforderung. Jahrelang studierte er ihr Verhalten, lernte jede ihrer Bewegungen vorherzusagen. Er verstand ihre Kraft, ihre Instinkte, ihr Temperament. Oder so dachte er. An jenem Abend betrat Alexander die Arena mit seinen beiden bengalischen Tigern. Das Publikum brach in Applaus aus, als die Vorstellung begann. Die massiven Tiere bewegten sich mit berechneter Anmut zu. Jeder ihrer Schritte folgte dem Rhythmus der Nummer. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier wurde zur Schau gestellt, ein Zeugnis jahrelangen Trainings und des Vertrauens zwischen ihnen. Aber Vertrauen ist eine zerbrechliche Sache, und in der Welt der wilden Tiere ist Kontrolle immer nur eine Illusion. Dieser Moment dauerte nur wenige Sekunden, aber für die Zuschauer dehnte er sich in die Ewigkeit. Einer der bengalischen Tiger, ein Tier mit einem Gewicht von über 450 Pfund, stürzte sich ohne zu zögern nach vorne. Das Publikum hatte kaum Zeit zu reagieren, als Alexander auf dem Boden lag, niedergedrückt von der urtümlichen, unerbittlichen Kraft der Natur selbst. Atemzüge des Erstaunens verwandelten sich in durchdringende Schreie. Eltern hielten ihre Kinder fest an sich, unsicher, ob dies Teil der Show war oder etwas weitaus Unheilvolleres. Aber als Alexander unter dem Tier zu zucken begann und das Blut begann, den mit Sägemehl bedeckten Boden der Arena zu färben, wurde klar, dass dies keine Illusion war. Die Kiefer des Tigers schlossen sich um sein Bein und der Raubtier zog ihn über den Ring, als wäre er eine wehrlose Beute. Alexander versuchte sich zu wehren, aber gegen ein Tier von solcher Kraft hatte er kaum eine Chance. Jahre des Trainings, die Verbindung, an die er glaubte, all das zerfiel in einem grausamen Augenblick. Der zweite Tiger blieb regungslos, seine durchdringenden Augen verfolgten das sich entfaltende Chaos, als ob er abwägen würde, ob er eingreifen oder verharren sollte. Die Zuschauer, vor Entsetzen erstarrt, sahen zu, wie die Zirkusmitarbeiter in die Arena stürmten. Verzweiflung war in jedem ihrer Bewegungen zu spüren. Sie hantierten mit Metallstangen und schlugen auf den Tiger ein, in einem verzweifelten Versuch, ihn dazu zu bringen, seinen Griff zu lockern. Die Schläge landeten mit einem dumpfen, ekelerregenden Geräusch, aber das Tier ließ nicht los. Es schien, als erinnere es sich zum ersten Mal in seinem Leben daran, wer es wirklich ist. Ein Raubtier, nicht mehr gebunden an Routine, Dressur, die zerbrechliche Illusion der Kontrolle. Die Menge explodierte vor Entsetzen. Einige stürmten zu den Ausgängen. Ihr Verstand konnte den sich vor ihnen entfaltenden Albtraum nicht verarbeiten. Andere erstarrten, gelähmt, ihre Augen waren gebannt auf den Albtraum im Scheinwerferlicht. Dann fanden die Kiefer des Tigers Alexanders Hals. Der Zirkus, einst erfüllt von Lachen und Staunen, versank in Totenstille. Als der Tiger Alexander schließlich losließ, war es bereits zu spät. Sein Körper lag leblos auf den Sägespänen der Arena, regungslos unter dem grellen Licht der Bühnenbeleuchtung. Die Atmosphäre von Ehrfurcht und Begeisterung, die im Zirkus der Brüder Suarez herrschte, wurde durch Chaos ersetzt. Schreiende Zuschauer rannten zu den Ausgängen, die Geräusche ihres Entsetzens hallten unter dem Zelt wider. Die Stimme des Konferenciers dröhnte aus den Lautsprechern, verzweifelt bemüht, Ordnung zu bewahren, aber die Panik war nicht zu bändigen. Die Zirkusmitarbeiter handelten schnell und trieben den Tiger zurück in seinen Käfig. Seine massive Gestalt verschwand hinter den Stahlstäben, aber der Schaden war bereits angerichtet. Die Vorstellung und das Leben von Alexander fanden ein tragisches und blutiges Ende. Er wurde dringend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Krankenwagen raste durch die schwach beleuchteten Straßen von Echohoa. Aber der Kampf war bereits verloren. Die Wunden waren zu tief. Der Blutverlust zu stark. Einige Stunden später verstarb der Mann, der sein Leben der Zähmung von Tigern gewidmet hatte. Die Nachricht von dem Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der Zirkus der Brüder Suarez, einst ein beliebtes Vergnügen, stand nun im Zentrum eines Sturms. Untersuchungen wurden eingeleitet, die Behörden forderten Antworten. Die Genehmigungen des Zirkus waren in Ordnung, die Tiger wurden legal gehalten, die Auftritte waren von den Behörden genehmigt. Aber das bedeutete wenig, um den wachsenden Skandal zu beruhigen. Tierschutzgruppen nutzten diesen Moment, um die Debatte über die Ethik von Aufführungen mit lebenden Tieren neu zu entfachen. War diese Tragödie ein unvermeidlicher Unfall oder eine logische Folge der Zwangsverpflichtung wilder Kreaturen zu unnatürlichen Rollen? Jahrelang glaubte Alexander an die Verbindung zwischen Mensch und Tier in jener Nacht unter den hellen Lichtern des großen Zeltes. Dieser Glaube wurde zerschmettert, der Zirkus setzte seine Show fort. Wie man sagt, die Show muss weitergehen, aber für diejenigen, die diesen Schrecken miterlebt haben, war die Magie verschwunden. Die große Illusion. Das, was die Zuschauer von ihrer völligen Sicherheit überzeugte, war für immer verschwunden. Nicht nur professionelle Tiertrainer, die Jahre dem Studium und der Arbeit mit Raubtieren gewidmet haben, finden sich am Rande des Todes wieder. Manchmal kommt die Tragödie durch die Schuld derer, die auf der anderen Seite stehen. Des Zauns, gewöhnliche Besucher, Touristen, Abenteuersuchende.
Im Streben nach einem einzigartigen Foto, nach einem Adrenalinschub oder einfach aus fataler Unachtsamkeit begehen Menschen Handlungen, die unvorstellbar erscheinen. Sie ignorieren die auffälligen, schreienden Warnschilder. Sie überwinden mühelos die Barrieren und Zäune, die genau zu ihrem Schutz errichtet wurden. Ihnen scheint es, dass ein einziges Foto neben einem bedrohlichen Raubtier oder eine flüchtige Berührung mit der Wildnis jedes Risiko rechtfertigt. Sie vergessen, dass hinter der scheinbaren Ruhe des Tieres ein jahrtausendealter Instinkt verborgen ist, der durch eine plötzliche Bewegung, einen unbekannten Geruch oder einfach durch das Eindringen in den persönlichen Raum in einem Augenblick geweckt werden kann. Diese Geschichten sind eine bittere Erinnerung daran, dass Zoos und Safari-Parks keine Spielplätze sind. Es sind Orte, an denen wir die Wildnis beobachten können, aber wir müssen immer an Abstand und Respekt denken. Wenn ein Mensch bewusst die Regeln bricht, gefährdet er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Schicksal des Tieres, das instinktiv handelt und nach einem Vorfall dem Tod geweiht sein könnte. Weiter werde ich Ihnen von einigen solchen Fällen erzählen, bei denen menschliche Unbesonnenheit zu erschreckenden Konsequenzen führte, die als Lektion mit Blut und Leid bezahlt wurden. 10. April 2009 wurde der Berliner Zoo, bekannt für seine reiche Artenvielfalt, zur Bühne eines schockierenden Vorfalls. Eine 32-jährige Frau entschied, dass ihr das gewöhnliche Beobachten der Eisbären nicht ausreichte. Sie wünschte sich eine persönliche, nahe Begegnung mit diesen arktischen Giganten, einigen der größten und gefährlichsten Landraubtiere der Welt. Ignorierend die zahlreichen Warnschilder und beeindruckenden Schutzvorrichtungen zeigte sie eine erstaunliche, aber absolut leichtsinnige Entschlossenheit. Sie kletterte über den Zaun, kämpfte sich durch die dornige Hecke und überwand eine fast 10 Fuß hohe Mauer, um zum Gehege der Eisbären zu gelangen. Und das alles während der Fütterungszeit, wenn die Tiere am wachsamsten und, um ehrlich zu sein, am hungrigsten sind. Raubtiere, deren Gewicht bis zu 1500 Pfund erreichen kann und die auf den Hinterbeinen über 10 Fuß groß sind. Als sie in den Graben sprang, der das Gehege von der Öffentlichkeit trennt, richteten die Bären sofort ihre Aufmerksamkeit auf sie. Einer von ihnen näherte sich, in seinem Blick lag Neugier, aber keineswegs unfreundlich. Nach ein paar Sekunden verwandelte sich die Neugier in Jagdfieber. Der Bär stürzte sich auf die Frau und bohrte seine mächtigen Kiefer in ihren Rücken und ihre Arme. Die panischen Zuschauer beobachteten entsetzt das Geschehen. Einige filmten den Albtraum mit ihren Kameras. Die Zoowärter reagierten blitzschnell. Sie warfen Rettungsringe und stellten Leitern auf, um die Aufmerksamkeit des Raubtiers abzulenken. Einige benutzten sogar lange Stöcke, um sich von ihm abzuhalten. Nach einigen angespannten, wie eine Ewigkeit erscheinenden Minuten gelang es ihnen, die Verletzte in Sicherheit zu bringen. Sie erlitt schwere Risswunden und Bisse, überlebte aber wie durch ein Wunder. Später kamen Experten zu dem Schluss, dass noch ein paar Augenblicke im Gehege und das Ergebnis wäre fatal gewesen. Dieser Vorfall wurde zu einem schockierenden Beispiel dafür, wozu völlige Missachtung von Sicherheitsregeln und gesundem Menschenverstand führen kann. Die Jagd nach dem perfekten Foto für soziale Netzwerke treibt Menschen manchmal zu völlig unüberlegten Handlungen. Im Jahr 2019 hätte das Streben einer Frau nach virtueller Anerkennung beinahe sie zu teuer zu stehen gekommen, indem sie den Zoobesuch in eine Lektion verwandelte, die mit ihrem eigenen Blut geschrieben wurde. Während eines Besuchs im Wildlife World Zoo in Arizona wurde ihre Aufmerksamkeit von einem schwarzen Jaguar angezogen, der am Rand seines Geheges ruhte. Darin sah sie die perfekte Gelegenheit für ein Foto, das zweifellos viele Likes sammeln würde. Sie ignorierte völlig die klaren Warnschilder und die etwa 3 Fuß hohe Barriere, die speziell installiert wurde, um Besucher in sicherem Abstand zu halten, und kletterte über die Absperrung. Sie kam unzulässig nah heran, drehte dem Gehege den Rücken zu, um das begehrte Selfie zu machen. Für den Jaguar war dies ein Eindringen. Auf seinem Territorium konnte es entweder als Bedrohung oder als Einladung zum Abendessen erscheinen. Die Reaktion folgte unverzüglich. In einem Bruchteil einer Sekunde schoss die mächtige Pranke des Raubtiers durch das Metallgitter des Geheges. Scharfe, wie Rasiermesser, Krallen gruben sich in den Arm der Frau. Ihre Schreie des Schreckens hallten durch den gesamten Zoo und zogen die Aufmerksamkeit anderer Besucher auf sich. Zum Glück waren Menschen in der Nähe, die in der kritischen Situation nicht die Fassung verloren. Ein Mann zeigte unglaubliche Selbstbeherrschung. Er schob schnell eine Wasserflasche durch das Gitter, um den Jaguar abzulenken. Dieses Manöver funktionierte. Die Raubtiere ließen los. Das Opfer wurde sofort an einen sicheren Ort gebracht. Ihr Arm war mit tiefen, zerrissenen Wunden bedeckt, die genäht werden mussten, aber glücklicherweise stellten die Verletzungen keine Lebensgefahr dar. Später kehrte die Frau in den Zoo zurück, um sich zu entschuldigen, und erkannte ihre Schuld und Unbesonnenheit vollständig an. Die Zooleitung bestätigte, dass der Jaguar nicht eingeschläfert wird und betonte zu Recht, dass das Tier instinktiv gehandelt hat und keine Schuld an dem Vorfall trägt. Dieser Vorfall ist eine eindringliche Erinnerung. Kein Foto, keine Anzahl von Likes rechtfertigt das Risiko für das eigene Leben und das Wohl des Tieres. Respektieren Sie die Grenzen, sie existieren zu Ihrem eigenen Schutz.
Manchmal kann eine Minute der Unvorsichtigkeit, die Missachtung offensichtlicher Sicherheitsregeln zu einer unumkehrbaren Tragödie führen, besonders wenn es um eine Begegnung mit der Wildnis von Angesicht zu Angesicht geht. Die Geschichte von Catherine Chappell, einer 29-jährigen amerikanischen Touristin, wurde zu einer solchen schrecklichen Lektion. Am 1. Juni 2015. Catherine, eine talentierte Spezialistin für visuelle Effekte, die an bekannten Projekten wie den Captain America-Filmen und der Serie Game of Thrones gearbeitet hatte und sich zudem aktiv für den Naturschutz einsetzte, besuchte den Löwenpark in der Nähe von Johannesburg in Südafrika. Während einer Safari, als sie mit dem Auto durch den Park fuhr, wo die Löwen frei umherstreifen, beging sie einen fatalen Fehler. Entgegen den strengen Regeln, die das Öffnen der Autofenster verbieten, entschied sich Catherine, das Fenster herunterzulassen, um bessere Fotos zu machen. Bessere Fotos des Löwenrudels, das in der Nähe ruhte. Sie dachte wahrscheinlich, dass sie sich in sicherer Entfernung befindet oder dass die Tiere sie nicht beachten würden. Diese Annahme erwies sich als fatal. In dem Moment, als das Fenster heruntergelassen wurde, reagierte eine der Löwinnen, die sich in der Nähe des Autos befand, blitzschnell. Eine kräftige Pfote schob sich durch das offene Fenster und die Raubkatze packte Catherine. Andere Touristen in den benachbarten Autos sahen, was geschah und hupten verzweifelt, um zu versuchen, das Tier zu verscheuchen, aber alles geschah zu schnell. Der Angriff war so plötzlich und heftig, dass es unmöglich war, Catherine zu helfen. Die Verletzungen waren nicht mit dem Leben vereinbar. Sie verstarb noch am Ort, bevor der Krankenwagen eintraf. Ihr Tod war nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern auch ein großer Verlust für die Gemeinschaft der Naturschützer. Und ein weiteres düsteres Erinnern daran, dass wilde Tiere wild bleiben und die Sicherheitsregeln in ihrer Gegenwart mit Blut geschrieben sind. Die Gefahr in der Welt der großen Katzen und anderer mächtiger Raubtiere lauert nicht nur auf unvorsichtige Besucher, die verbotene Linien überschreiten. Manchmal werden diejenigen Opfer, die ihr Leben der Pflege dieser Tiere gewidmet haben, die ihre Verhaltensweisen kennen, die täglich ihre Gehege betreten, Pfleger, Trainer, Parkbesitzer. Menschen, deren Arbeit höchste Konzentration, Kenntnis der Sicherheitsprotokolle und ständigen Respekt vor der wilden Kraft erfordert, mit der sie es zu tun haben. Aber der Mensch ist keine Maschine. Müdigkeit, Routine, ein Moment der Unachtsamkeit oder ein falsches Sicherheitsgefühl, das durch jahrelange unfallfreie Arbeit Seite an Seite mit einem Raubtier entstanden ist, können zu einem fatalen Fehler führen. Ein unverschlossener Riegel, eine falsche Bewegung, ein Verstoß gegen das Protokoll, der unbedeutend schien. Und so bricht die jahrelange Verbindung, die auf Vertrauen und Verständnis aufgebaut ist, unter dem Druck des urzeitlichen Instinkts zusammen. Wenn ein Profi, der von seinem Wissen und seiner Erfahrung überzeugt ist, aufgrund eines eigenen Fehlers einem wütenden Tier gegenübersteht, ist das eine Tragödie besonderer Art. Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst das tiefste Verständnis eines Tieres seine wilde Natur nicht aufhebt. Es ist eine Geschichte darüber, wie der menschliche Faktor, ein einfacher Fehler, Unaufmerksamkeit, ein Moment der Schwäche die gewohnte Arbeitsumgebung in eine Arena eines tödlichen Kampfes verwandeln kann.